Willkommen zur 6. Runde unserer Scammerjagd. Wir nehmen heute eine weitere Arbitrage- und Hochrendite-Plattform unter die Lupe, die hauptsächlich eines ist: absoluter Müll. Der Unterhaltungsfaktor sollte aber relativ hoch sein. Lasst euch das also nicht entgehen. Bis gleich. So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Tja, unsere Investment-Blacklist wird von Woche zu Woche länger. Wir scrollen hier mal etwas herunter. Ihr seht also, die Abzocker sind allgegenwärtig. Wir sehen nicht länger zu, wie eins nach dem anderen von diesen Scammer-Projekten aus dem Boden sprießen und vielen Investoren einige Millionen Euro oder US-Dollar aus den Taschen ziehen. Wir werden jetzt tätig und helfen mit, diese Schneeballsysteme zu unterbinden oder kaputt zu machen. Wer sich noch nicht in unsere Telegram-Gruppe verirrt hat, wo ihr immer die aktuellsten Scams hier aufgelistet bekommt, aber auch eine Community vorfindet, mit der man über diese Scams, aber auch vielleicht interessante Investments diskutieren kann, den Link hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. Wie kommt es nun zum Entstehen dieses heutigen Videos? Wir wurden von einem sogenannten Leader, ich kann das Wort schon nicht mehr hören, angeschrieben, ob wir denn nicht eine Investmentplattform bewerben wollen. Immer wieder das gleiche Spiel. Es geht hier wiederum um eine Plattform, mit der man manuellen Arbitragehandel betreiben kann und die Hochrendite-Investmentpläne anbietet. Wir haben es wieder mal geschafft, diesem Leader 50 US-Dollar abzuknöpfen, welche wir zu 100% dafür verwenden, dieses Video bekannter zu machen, zu streuen über eine Google-Anzeige, was hoffentlich dazu beiträgt, dass möglichst viele Menschen davon abgehalten werden, in diese windige Plattform zu investieren. Wenn ihr unsere Bemühungen schätzt, dass wir regelmäßig diese Scammer abzocken und dabei mithelfen, dass ihr regelmäßige Warnvideos über definitiv zu vernachlässigende Plattformen erhaltet, dann hinterlasst gerne einen Daumen hoch, gerne auch ein Abonnement und leitet diese Videos an andere interessierte Nutzer weiter und helft dabei mit, dass der YouTube-Algorithmus dieses Video noch mehr empfiehlt und noch mehr Menschen vor einer Dummheit bewahrt werden können. Jetzt gibt es noch eine kurze Einblendung und dann starten wir mit der Analyse. Ihr seid noch komplett neu im Crypto-Space und sucht einen Anfang? Startet dann am besten mit unserer Artikelserie für Beginner. Egal, ob es ums Kaufen oder Sparen geht, hier werdet ihr fündig. Wie bewahrt man seine neuen Schätze möglichst intelligent auf und kann die Möglichkeiten der verschiedenen Blockchains optimal nutzen? Die Antworten darauf findet ihr hier. Besucht einfach unsere Homepage www.financial-insider.net und schaut euch im Bereich Beginner abgeholt alles Notwendige dazu an. Viel Spaß und jetzt zurück ins Video. Wir schauen uns heute die Plattform DMAX etwas genauer an. Dieser sogenannte Leader hat mir zugesichert, dass es eine absolut seriöse Plattform ist, weil er schon seit über einem Jahr mit diesem Unternehmen zusammenarbeitet und immer gute Gewinne eingefahren hat. Das habe ich natürlich gleich mal überprüft. Und zwar habe ich in dem Unternehmensregister von Großbritannien die DMAX One Limited natürlich gefunden mit dem Gründungsdatum 3. Oktober 2023. Somit stellen wir als allererstes mal fest, dass der Leader offensichtlich gelogen hat, da diese Firma erst seit etwa 8 bis 9 Monaten existiert und er noch gar nicht ein Jahr mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten kann. Weiterhin ist es auch so, dass wir uns die Eintragungsunterlagen etwas näher angeguckt haben. Wir stellen ja fest, dass es eine sogenannte Private Limited ist. Das ist im deutschsprachigen Raum ähnlich wie mit einer GmbH, also einer Gesellschaft mit begrenzter Haftung zu vergleichen. Das bedeutet, dass das Stamm- bzw. das Haftungskapital eben beschränkt ist. Und das scrollen wir jetzt hier doch einmal etwas weiter runter und gucken uns mal an, wie hoch das Stammkapital ist. Da sind wir hier. Und zwar, da wird uns jetzt erstmal eine astronomisch hohe Zahl angezeigt von 827 Millionen Aktien in der Währung Pfund. Man sollte also meinen, dass hier ein riesiges Stammkapital vorliegt. Und jetzt gucken wir gleich mal hier unten rein, wie viel von diesen 827 Millionen Aktien denn überhaupt bezahlt wurden. Amount paid one. Das heißt, das Stammkapital dieser Limited liegt gerade mal bei einem Pfund. Wenn also hier irgendwas schiefgehen sollte, ist das Haftungspotenzial dieser Limited gleich 0. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Homepage ist in Ordnung, sagen wir es mal so, das ist natürlich immer Geschmackssache. Was natürlich als allererstes mal ganz unten auch auffällt, dass hier der Impressumpflicht überhaupt nicht nachgekommen wird. Das heißt, hier hält man sich auch an keine Regeln. An sich ist die
Internetseite auch etwas schlampig programmiert. Ich habe mich natürlich angemeldet über den Empfehlungslink des Leaders und mir ist da aufgefallen, dass ein Cookie relativ schlampig programmiert wurde. Das heißt, wenn ihr euch dort mit eurer E-Mail-Adresse anmeldet, dann müsst ihr zuerst einmal eine E-Mail-Verifikation durchführen. Das heißt, den Bestätigungslink, den ihr auf eure E-Mail-Adresse bekommen habt, hernehmen und auf den draufklicken. Wenn ihr aber das versäumt, dann könnt ihr tatsächlich nicht mehr weitergehen. Ihr habt nicht die Möglichkeit, euch mit einer anderen E-Mail-Adresse anzumelden, falls zum Beispiel die Bestätigungs-E-Mail nicht ankommt. Ihr müsst hier erst den Cookie-Cache eures Browsers löschen, damit ihr euch mit einer anderen E-Mail-Adresse überhaupt anmelden könnt. Super, super schlampig programmiert und daran merkt man, dass wenig Liebe und wenig Bemühungen in den Aufbau dieser Seite gesteckt wurden. Schauen wir uns mal den Login-Bereich etwas genauer an. Hier ist das allererstes mal festzustellen, dass es zwar einen Reiter mit Verifikation gibt, dass aber die Verifikation, sprich das KYC hier bei diesem Unternehmen rein optional ist. Es wird hier empfohlen, das zu tun aus Sicherheitsaspekten. Allerdings geht es hier definitiv nicht mit rechten Dingen zu. Wir haben hier eine sogenannte Custodial Wallet Lösung. Das bedeutet, dass wenn ihr in den Produkten dieser Plattform beteiligt werden möchtet, ihr dort zuerst eine Einzahlung vornehmen müsst. In verschiedenen Währungen ist das möglich. Das heißt, ihr gebt erstmal die Verfügungsgewalt eurer Assets aus der Hand. Das verwaltet dann DMAX für euch. Das kennzeichnet eine Custodial Wallet Lösung, also eine betreute Wallet Lösung. Und bei jeder betreuten Wallet Lösung ist der Anbieter dazu verpflichtet, aus verschiedenen Gründen die Identität der einzuzahlenden Investoren festzuhalten. Das wird hier offenkundig nicht gemacht, also wird ein weiterer Regel- und Gesetzesbruch hier vorgenommen. Schauen wir uns mal die beiden Hauptprodukte der Plattform an. Wir haben hier ganz klassische High-Yield Investment Plans, wie wir sie von ganz, ganz vielen Schneeballsystemen eben auch kennen. Hier zählt natürlich immer, je größer der Betrag und je länger die Laufzeit, desto höher sind die Renditen. Wir beginnen hier im niedrigsten und im kleinsten Plan bei 0,75% pro Tag und das geht, wenn man natürlich den Heiß überhaupt nicht voll bekommt, bis zu 3,9% pro Tag hoch. Und jetzt müsst ihr euch mal ausrechnen, was das für eine jährliche Rendite ist. Knappe 4% auf 365 Tage, das sind wir bei weit über 1000% pro Jahr. Das heißt, bei einer Verzehnfachung eures Kapitals innerhalb von einem Tag. Jetzt gucken wir uns mal den manuellen Arbitragehandel an, der ziemlich eigenartig abläuft. Als allererstes ist es notwendig, hier einen Betrag für 28 Tage wegzusperren, der dann für den Arbitragehandel zur Verfügung steht. Im nächsten Schritt müsst ihr einen Kurswert auswählen aus den verschiedenen zentralen Exchanges. Hier wird euch natürlich logischerweise der beste Anbieter grün angezeigt, den ihr dann natürlich auch gleich nutzen könnt, um eure zuvor gesperrte Währung über den Arbitragekurs zu vermehren. Hier wäre zum Beispiel eine Rendite von etwa 4% möglich. Etwa 3 bis 5 Minuten braucht dann, nachdem ihr auf Confirm geklickt habt, die Order, bis sie umgewandelt wurde. Und danach braucht ihr noch etwa 18 bis 22 Stunden über den Swap-Bereich eine weitere Order, dass dann quasi das Geld und die Gewinne wieder auf euer Konto zurückkommen. 4% pro Tag ist natürlich definitiv eine Hausnummer. Das ist im Arbitragehandel auf alle Fälle nicht realistisch. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr 0,2, 0,3, vielleicht 0,4% pro Tag hinbekommt. Alles darüber ist Augenwischerei und definitiv Betrug. Wer Interesse daran hat, wie echter Arbitragehandel funktioniert, dem verlinken wir oben, aber auch unten in der Videobeschreibung einfach mal unser aktuelles Video zu einem lukrativen Arbitragegeschäft. Guckt euch das einfach mal an, dann wisst ihr, wie das auch in der Realität funktioniert. Natürlich darf auch ein MLM-System bei solchen seriösen Plattformen nicht fehlen. Wie ihr hier seht, könnt ihr über 9 verschiedene Level weit über 30% der einbezahlten Beträge, die wiederum andere über euren Einladungslink der Plattform zur Verfügung stellen, als Provisionen kassieren. Und ich hoffe, das ist selbstverständlich, dass solch eine Provisionsstruktur langfristig nicht nachhaltig ist und ein sehr deutliches Indiz dafür ist, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Zu guter Letzt können wir eigentlich nur noch feststellen, dass DMAX genauso wie viele andere Plattformen auch ein reiner Scam ist. Die Anzeigen sprechen eine sehr deutliche Sprache. Nummer 1, die Homepage ist relativ schlampig programmiert. Nummer 2, die Leader bringen ein sehr moralisch zweifelhaftes Verhalten an den Tag. Uns wurde auch wieder 100 US-Dollar zur Verfügung gestellt, direkt auf der Plattform, damit wir euch vorgaukeln können, dass wir selbst dort drin investiert hätten. Nummer 3, die sehr löchrige Unternehmensstruktur und ein Stammkapital, das überhaupt nicht existent ist. Der Impressumpflicht und der KYC-Pflicht wird hier in keinster Weise nachgekommen, obwohl sie das eigentlich müssten. Es werden wieder riesige Renditen
nach klassischen Mustern ausgeschüttet. Bitte hier also nicht investieren. Das ist zu 100% sicher ein lupenreiner Scam. Wenn ihr wirklich lernen wollt, wie ihr vertrauenslose Renditen erzielen könnt, dann nutzt einfach unsere Trainings und Coachings auf unserer Homepage, die ihr unten am Ende des Bildes schon seht, und darüber könnt ihr euch einfach mal informieren, welche Möglichkeiten ihr denn habt, ohne von anderen abhängig zu sein, was euer Finanzkapital angeht. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao.